Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Es ist schon Februar und der Valentinstag steht vor der Tür. Deswegen gibt es heute einen einfachen Herzkuchen für den Valentinstag, den ihr natürlich auch für den Muttertag oder Vatertag oder für einen Geburtstag für jemand Liebes verwenden könnt. Es ist ein ganz einfacher Rührkuchen mit Orangenaroma und Mandeln und ja, super einfach zubereitet. Lecker Kirschen sind auch noch mit drin. Also da wartet ein schönes Rezept für euch. Und zwar hier unten unter dem Videotitel in der Beschreibung findet ihr es auch zum Ausdrucken. Dort findet ihr auch alle Hinweise zum Shop. Ich werde euch in diesem Video auch wieder neue Produkte zeigen, die ihr in meinem Shop bekommen könnt. Und zwar momentan mit dem Code Valentin2025. 5% auf alles gibt's. Natürlich mein Backblech mit Wellendesign und schön, dass man den Rahmen reinstellen kann. Es verzieht sich nicht, ist aus Edelstahl, ist spülmaschinenfest. Darauf könnt ihr dann, wenn ihr es umdreht, wunderbar Pizza backen. Und ihr könnt die wahnsinnig geliebten Backmatten, mein Backbutton-Set, darauf ausbreiten und dann darauf backen. Zum Beispiel jetzt für den Herzkuchen eben diese Backmatte und dann die Herzform draufstellen, Teig einfüllen und backen. Und es backt super gleichmäßig. Oder auch die kleinere Herzform oder auch die ganz kleine. Und dann zeige ich noch das Set der Backmatten mal ganz, denn die sind ja super beliebt bei euch. Das wäre jetzt eine für Kekse oder Macarons. Die sind alle wunderbar abwaschbar und sogar Spülmaschinen geeignet. Dann gibt es noch die zwei kleinen und zwar hier diese für Eclairs oder längliches Spritzgebäck oder längliche Kekse. Und hier haben wir nochmal eins für größere Kekse und man kann dann auch wirklich super sehen oder auch ja, Ringkekse. Lange Rede, kurzer Sinn. Denkt an den Code 5% auf alles mit Valentin2025. Deckt euch ein mit dem, was euch gut tut, womit ihr gut backen könnt und wir starten ins Rezept. Hier habe ich jetzt ein Glas Kirschen, 680 Gramm. Das Abtropfgewicht ist so 370 Gramm. Gerade beiseite stellen. Ich nehme jetzt die große Form und die fette ich einfach so ein bisschen ein. Die Form ist auch spülmaschinenfest, genauso wie alle anderen Formen von meiner Backlinie und fruchtsäurebeständig und hier in Weibstadt bei mir um die Ecke hergestellt. Das heißt, ihr unterstützt auch ein deutsches Unternehmen, nämlich die Firma Laris. Das sind sehr nette Leute, ist eine kleine Firma, Familienunternehmen und ich finde das einfach toll, wenn man so ein bisschen hier auch den Standort Deutschland unterstützen kann mit dem, was man macht. Ja, eingefettet ist, ich stelle es gleich auf mein Blech und mache auch noch ein bisschen Mehl drauf und dann machen wir uns an den Teig. So, als erstes werden wir uns die Butter mit dem Zucker weiß-cremig aufschlagen, wie das immer so schön ist bei einem Rührteig. Es gibt immer so eine wunderbare Masse. Butter, 180 Gramm, weiche Butter und natürlich Zucker, 150 Gramm Zucker. Alle Zutaten sollten Zimmertemperatur haben, bevor ihr losbackt. Deswegen am besten alle Zutaten vor dem Backen eine Stunde vorher rausstellen in die Küche. So, richtig schön weißcremig aufschlagen. Zwischendurch natürlich immer mal wieder runterkratzen und schauen, dass alles mit reinkommt. Und gerne natürlich das Ganze auch in der Küchenmaschine verrühren lassen. Dann geht es einfacher, fällt einem nicht so der Arm ab. Der Zucker hat sich so ein bisschen angelöst. Jetzt können wir hier unsere Orange dazugeben, das schöne Aroma. Richtig lecker. Eine Bio-Orange habe ich jetzt hier. Und da reibe ich mir die Schale ab. Ihr könnt hier so viel nehmen, wie ihr wollt. Ich nehme jetzt vielleicht mal so die halbe Orange. Könnt aber auch die ganze abreiben, je nachdem wie groß die ist. Und was ihr nicht abreibt an der Schale, das könnt ihr dann auf ein Tellerchen separat abreiben und trocknen lassen. Dann habt ihr immer abgeriebene Orangenschale auch daheim. Also die kostbare Schale nicht vergeuden. Eine Runde gehe ich noch rum, dass wir richtig schönes Orangenaroma im Teig haben. Schmeckt einfach fantastisch. Wer das nicht so gern mag, kann auch gerne Zitrone nehmen. Und jetzt reibe ich mir noch den Rest ab und dann presse ich die Orange aus und gebe die auch noch hier dazu. Prise Salz kann auch schon mal hinzu. Und wenn ich mir dann die Orange ganz abreiben will, drehe ich das einfach um, dann sammelt sich das hier. Und ich kann es dann nachher auf dem Tellerchen einfach gut trocknen. Die Orange jetzt auspressen. Ich habe hier so eine schöne Glasschüssel, die liebe ich. Ich weiß gar nicht, wo die her ist. Die ist ganz alt. Irgendwie in unsere Familie gekommen. Das ist eigentlich eine Zitronenpresse. Das geben wir auf jeden Fall hinzu. Das langt vielleicht erstmal, denn die Orange ist recht groß. Wenn ihr eine ganz kleine habt, könnt ihr auch die ganze Orange hineingeben. Gerade schon mal so ein bisschen mit reinrühren, dass es gleich nicht spritzt. Vanille gebe ich übrigens auch noch dazu, einen Teelöffel. Vanille muss ja, wisst ihr ja, bei mir immer rein irgendwie. So, gerade verrühren.
Sehr schön, es duftet super lecker. Jetzt gebe ich die 3 Eier hinzu. Nummer 1. Alle nacheinander verrühren. Nummer 2. Bisschen runterkratzen zwischendurch. Der Zucker löst sich dann so ein bisschen schon auch auf, wenn Flüssigkeit und Eier dazukommen. Und das 3. Ei. Und die Eier jeweils auch wirklich schön aufschlagen, so eine halbe bis eine Minute jedes Ei auf jeden Fall. In einer zweiten Schüssel vermischen wir uns die übrigen Zutaten. Wir haben hier gemahlene blanchierte Mandeln, 75 Gramm. Dazu kommt Mehl, 220 Gramm. Ich nehme einfaches Haushaltsmehl und etwas Stärke, 50 Gramm. Hier könnt ihr natürlich auch Vanillepuddingpulver verwenden. Falls ihr keine Stärke im Haus haben solltet, was ja manchmal vorkommt, dann hat man trotzdem Puddingpulver im Haus. Das kann man dann auch nehmen, 2 Tütchen. So, Salz haben wir schon drin. Backpulver benötigen wir natürlich noch. Und da nehme ich einen Teelöffel. Das alles vermischen wir uns schon mal schön, damit wir hier eine homogene Mehlmasse haben. Und wenn ihr den Teig jetzt als Kakao- oder Schokoladenteig herrichten wollt, dann könnt ihr einfach einen Teil der Stärke durch Backkakao ersetzen und vielleicht dann noch ein Löffelchen zusätzliche Milch oder Schokolikör hinzugeben. Und dann habt ihr das Ganze in Schokoversion. Dann haben wir hier wieder unsere leckere Rührmasse. Und da gebe ich jetzt einfach im Wechsel mit der Milch jetzt das Mehl hinzu, so in 2, 3 Portionen. Da kommt noch ein bisschen Schluck Milch hinzu. Ich habe 60 Milliliter Milch. Ihr könnt hier auch einen Schluck Sprudelwasser hinzufügen. Das war ein Tipp einer lieben Zuschauerin, die sagte, sie tut in ihren Rührteig immer auch einen Schluck Sprudelwasser, damit er sich lockert. Ich glaube, das werde ich dieses Mal auch mal ausprobieren. Ein super Tipp. Ich weiß jetzt gerade nicht, von wem er kam, aber sie sagte, das macht sie immer so und das klappt gut. Ja, wir lernen alle voneinander. Das ist einfach das Tolle in dieser Community. Gerade kurz verrühren auf niedriger Stufe oder mittlerer Stufe. Ja, mehr muss es gar nicht sein, wirklich nur kurz. Und jetzt können wir hier schon den Rest des Mehls unterheben. Alles mit rein. Und die restliche Milch. Und jetzt ja, werde ich diesen Tipp mal beherzigen. Einen Esslöffel Sprudelwasser. Ich bin gespannt. Ich glaube, das klappt auf jeden Fall. Das ist so ähnlich wie bei mir beim Obstboden-Rezept. Der Essig. Man könnte jetzt auch hier ein bisschen Essig, neutralen Essig hinzugeben, das würde dasselbe bewirken. Verrühren kurz. Und wirklich nur kurz, gar nicht ganz alles verrühren mit den Rührbesen, sondern dann jetzt mit der Hand weitermachen, ist immer besser. Dann vermeidet man die Gefahr des Überrührens und der Teig bleibt schön luftig. Und sollte er euch jetzt noch zu fest vorkommen, könnt ihr noch etwas von dem orangen Saft hinzugeben. Ich glaube, das werde ich machen. Nur ein bisschen was noch, denn dann lässt er sich einfach besser verteilen in der Form. So ist er mir ganz recht. Jetzt kommt die Hälfte in die Form. Sugar Princess Backblech, darauf meine Backmatten, darauf die Herzform, die große. Also die habe ich noch ein bisschen gemehlt, wie ihr seht. Und den Ofen vorgeheizt auf 175 Grad Ober-Unterhitze. Und die Hälfte des Teiges gebe ich jetzt in die Form einfach hier auf den Boden drauf. Und ich verwende meine kleine Streichhilfe. Da komme ich natürlich jetzt gut in so eine ganz besondere Form rein. Schön alles glatt streichen. So, das langt erstmal. Ja, und jetzt, wie bei der Donauwelle, ihr seht, ich bin im Donauwellenfieber. Eigentlich könnte ich jetzt hier auch eine Herz-Donauwelle backen. Nein, das ist ein bisschen anderes Rezept. Gebe ich jetzt aber trotzdem hier die Kirschen in den Teig oder auf den Teig. Oh, das ist so lecker, diese Kombination. Einfach aus Kirschen und Mandeln und Orange. Wirklich klasse zum Valentinstag und ganz einfach gemacht. Also ich will schön viel Frucht, deswegen verteile ich alles in dem Rahmen. Und da müsst ihr auch keine Angst haben, der ist fruchtsäurebeständig. Es gibt ja auch Formen, die dann schwarz anlaufen. Das wird euch hier nicht passieren.
bis in die letzte Ecke. Kirschen überall. Ich liebe Kirschen. Jetzt noch den restlichen Teig darauf verteilen. Auf den Kirschen, auf dem unteren Boden sozusagen. Leute, ich sag euch, das wird super lecker. Und der Teig, der duftet so richtig schön nach den Orangen, richtig schön fruchtig. Und einmal noch glatt streichen. Auch die Streichhilfe könnt ihr bei mir im Shop bekommen. Die ist besonders geeignet für solche Torten, wo man nicht so gut reinkommt mit einer Palette. Für kleinere Torten, also schmalere und engere Torten oder eben auch verschiedene Formen. Wunderschön. Alles ist schön glatt gestrichen. 30 Gramm Mandelblättchen streue ich hier noch oben drauf auf das schöne Herz. Das Herz hat auch eine wunderschöne Form, finde ich. Ich hatte auch andere Formen, die sind so ein bisschen spitzig gewesen. Ich finde, diese hier hat eine schöne runde und sanfte Form. Das gefällt mir irgendwie besser. Ein bisschen verteilen und dann kann unser Kuchen schon in den Ofen. Ich habe den Ofen vorgeheizt gehabt bei 175 Grad Ober-Unterhitze. Zu 45 bis maximal 50 Minuten backen und dann Stäbchenprobe nicht vergessen. Los geht's! Und so sieht unser wunderschöner Herzkuchen nach der Backzeit aus. Er war bei mir 45 Minuten im Backofen. Ich habe die Temperatur etwas runtergestellt. Nicht vergessen, die Stäbchenprobe zu machen. Und wenn kein Teig hängen bleibt, ist der Kuchen fertig gebacken. Wir lassen ihn jetzt in der Form einfach einmal eine Runde auskühlen. Und dann können wir ihn vorsichtig aus der Form rausholen. Schön abgekühlt ist nun unser Kuchen. Und man sieht hier sogar, er hat sich auch ganz gut vom Formrand alleine gelöst. Ich gehe trotzdem noch mal hier entlang. Vorsichtig natürlich, dass ich mir die Backmatte nicht verschneide. Also möglichst nicht ganz bis zum untersten Ende durchgehen mit dem Messer. Oder ein stumpfes Messer verwenden. Und jetzt können wir hier einfach hochziehen. Und da ist unser wunderschönes Valentinsherz. Richtig klasse. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist ganz leicht mit Puderzucker überstäuben. Man kann es auch glasieren natürlich mit einem leichten Puderzuckerguss oder mit einem Schokoguss. Dann sollte man allerdings keine Mandelblättchen verwenden. Sehr schön sieht's aus und wir können unser schönes Valentinsherz probieren. Einen leckeren Tee habe ich mir gekocht. Eigentlich ist das hier eine Kaffeekanne, aber macht nichts. Einen leckeren Saft dazu und wir schneiden unseren Valentinskuchen an. Ich finde ihn richtig hübsch geworden. Da kommt unser leckerer Valentinskuchen. Richtig schön fluffig geworden. Richtig lecker. Ja, ein einfaches Rezept, ein schneller Kuchen. Richtig schön für den Valentinstag. Richtig schön fluffig ist er geworden. Man kann ihn sicherlich auch gut mit etwas Sahne essen oder mit etwas Grütze zum Beispiel. Oder gerne auch in einer Schokovariante. Ich probiere für euch. Schmeckt sehr gut nach Orange und nach den Mandeln. Richtig schön fluffig und dabei saftig. Und natürlich noch die Kirschen mit drin. Ich kann mir diesen Kuchen auch wunderbar mit anderen Früchten vorstellen. Aprikosen, Himbeeren, Blaubeeren vielleicht. Also da könnt ihr schön kreativ werden und einfach das Rezept so ein bisschen auch abwandeln. Das Selterswasser hat auch gut geholfen. Er ist richtig schön fluffig geworden. Ja, unbedingt einmal ausprobieren. Das war mein ganz einfacher Kuchen für den Valentinstag, Muttertag oder Vatertag oder für einen einfachen Geburtstag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr probiert das Rezept einmal aus. Ist wirklich ein tolles, einfaches Rezept. Kann man auch mit Kindern gut backen oder von Kindern backen lassen. Dann schickt mir gerne eure Fotos auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr hier unten unter dem Videotitel in der Beschreibung wie immer. Dort findet ihr auch den Link zum Rezept und zu meinem Shop. Denkt daran, unter dem Code Valentin2025 gibt es 5% Rabatt auf alles bis zum 14.02.25. Viel Spaß beim Stöbern im Shop und wir sehen uns nächste Woche hier wieder Sonntag um 10 Uhr mit einem neuen Torten- oder Kuchenvideo. Kanal abonnieren, damit ihr nichts verpasst und viel Spaß beim Backen. Tschüss!